Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Dirk Wichert. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und sitze in Bremen. Und ich möchte Ihnen näher bringen, was sind eigentlich Mitochondrien und was kann man bei den Mitochondrien untersuchen und welchen diagnostischen und therapeutischen Nutzen hat man eigentlich daraus. Und damit das funktioniert, ist es notwendig, dass man so ein bisschen versteht, wie funktioniert das eigentlich und was messe ich da eigentlich, um dann nicht etwas abzulesen und zu sagen, ja, der hat mir gesagt, das ist so, sondern um zu verstehen, wie es geht und daraus eigene therapeutische Konzepte zu entwickeln. Und dann geht es doch mal los mit den Folien. Die mitochondriale DNA geht auf die Ur-Eva zurück. Die mitochondriale DNA ist also bis auf einen einzigen dokumentierten Fall nur von der Mutter übertragen und einmal auch Anteile davon vom Vater. Bei der mitochondrialen DNA ist es so, dass sie eine Ringform hat und die Zellkern-DNA ist geknäult und damit natürlich sind nur die äußeren Bereiche dem Stress präsentiert und innen ist sie viel widerstandsfähiger. Die Ringform der mitochondrialen DNA ist also etwas, was dazu führt, dass sie einer viel größeren Gefahr ausgesetzt ist, beschädigt zu werden. Und wir uns um das Thema oxidative Belastung, Giftbelastung und so weiter unheimliche Gedanken machen müssen und dass wir Gefahr laufen, dass wir Mutationen nicht nur von der Mutter übertragen bekommen, also vererbt bekommen, ein Leben lang damit klarkommen müssen, sondern dass wir uns auch Mutationen erwerben können. Aber wir können sie auch wieder loswerden, wenn wir wissen, wie es geht. Die Genetik der Mitochondrien bezieht sich nicht nur auf die mitochondriale DNA, sondern auch auf Teile, die in den Zellkern exportiert sind. Die wiederum werden von Mutter und Vater gleichermaßen bestückt und deswegen muss es keineswegs so sein, dass bei allen Kindern alles gleich ist. Trotzdem kann man anhand der Mitochondrien-DNA ganz klar sagen, wer ist die Mama. Mitochondrien sind eingewanderte Zellorganellen, dazu später. Diese sind hochintelligent und verfügen über eine ganze Reihe von Stoffwechselprozessen, mit denen sie die Funktionalität des Körpers aufrechterhalten können, denn ohne Mitochondrien geht gar nichts. Leute, die sich gut auskennen, würden an dieser Stelle sagen, stimmt doch gar nicht. Die roten Blutkörperchen haben doch gar keine Mitochondrien. Ja, aber ohne Mitochondrien gäbe es keine Retikulozyten, also Babys der roten Blutkörperchen, und dann hätten wir auch keine roten Blutkörperchen. Bedeutet, ein rotes Blutkörperchen kann sich nicht mehr teilen. Aber es kann auch ungefähr 120 Tage leben und das macht es mit Glykolyse. Was das ist, kriegen wir später. Vorweg, ganz kleine Einblendung. Glykolyse, da steckt drin das Wort Glucose und die wird aufgelöst. Und es handelt sich dabei um einen anaeroben Prozess. Und das ist eine Funktion, die die Zellen nutzen können, um an Energie ATP zu kommen, ohne Sauerstoff zu gebrauchen. Dabei können sie übersäuern. Es entsteht nämlich Milchsäure. Und daher ist das nur eine begrenzte Möglichkeit, Energie zu gewinnen. Und sie funktioniert eben auch nur dann, wenn Zucker da ist. Es geht also nicht mit Fetten und auch nicht mit Eiweißen. Ganz schlau sagen wir, ja, aus Eiweißen kann man ja Gluconeogenese machen. Ja, kann man in der Leber. Aber diesen Umweg muss man auch erstmal gehen. Und das steht unserem roten Blutkörperchen zunächst erstmal nicht zur Verfügung. Mitochondrien können sich anpassen. Mitochondrien sind hochintelligent und sind sozusagen als Sensoren in unserem Körper unterwegs. In dem Moment, wo sie durch die Blutbahn kursieren, nehmen sie ganz viele Signale wahr. Botenstoffe, Zytokine oder auch Danger-Moleküle oder freie Radikale oder irgendwelche Giftstoffe und passen ihre Funktionsweise dieser Situation an. Wenn zum Beispiel ein erhöhter prooxidativer Stress besteht, der durch eine Energieanforderung gesteigert werden würde, dann kann es sein, dass so ein Mitochondrien in eine Schutzschaltung geht, also quasi ein Geschwindigkeitsregler reinschiebt und sagt, nein, wir machen jetzt nicht noch mehr Energiebildung mit Sauerstoff, mit der Gefahr, dass wir am Ende die Elektronen nicht alle sicher auf Sauerstoff übertragen können, sondern dass irgendwas übrig bleibt und wir wieder noch mehr freie Radikale haben und sagen, nee, wir fahren auf ein Minimalprogramm und gehen auf die Glykolyse, was uns natürlich ausbremst, Burnout-Symptomatiken machen kann im schlimmsten Fall. Um diesen Aufgaben letztendlich gerecht zu werden, sind die Mitochondrien in der Lage,
sich zu verbinden. Also wenn ein Mitochondrium geschädigt ist, wenn zum Beispiel die mitochondriale DNA ein Problem hat, dann können die über Tunnelproteine Kontakt zueinander aufnehmen und können dann Informationen, also Erbinformationen von benachbarten Mitochondrien aufnehmen. Sie können verschmelzen und sie können sich auch wieder abschnüren. Und eigentlich sind die Mitochondrien entstanden durch eine Aneinanderreihung und Vermehrung dieser einzigen oder ersten mitochondrialen Membran, obwohl es davon in der Eizelle mehr als 100.000 Stück geben kann. Man kann allerdings auch, und das ist das, was man später untersuchen kann, feststellen, dass die Mitochondrien sich wahnsinnig vermehren können, dass in diesen Zellen also deutlich mehr Mitarbeiter sind, um die Minimalantwort, die zum Überleben notwendig ist, zu erzeugen. Man weiß übrigens auch, dass Schäden, die sich im Zellkern anfinden, im Grunde genommen innerhalb von 24 Stunden auch wieder repariert werden können, während Schäden an der mitochondrialen DNA durchaus bis zu einer ganzen Woche dauern, wenn keine neuen Einschläge kommen, um wieder einigermaßen auf Spur gebracht zu werden. Dieses wurde experimentell ermittelt, indem man die Mitochondrien einer Wasserstoffperoxid-Exposition aussetzte und einfach mal geschaut hat, wie lange dauert es, bis sie sich reparieren. Die innere Mitochondrienmembran besteht aus Cardiolipin. Es gibt das sonst nirgendwo anders im Körper und Cardiolipin ist eine vierkettige Fettsäure und deren Funktion ist extrem wichtig für die Einbindung der Komplexe der Atmungskette und für die Fältelung der inneren Mitochondrienmembran, über die wir eine Vergrößerung der Oberfläche bekommen. Mitochondrien haben grundsätzlich eine ovaläre Form. Wenn sie aber beschädigt sind, zum Beispiel durch zu viel Zucker, Fruchtzuckereinfluss oder auch durch Blockierung von irgendwelchen Membranproteinen oder durch die Einwirkung von irgendwelchen Medikamenten, dann verlieren sie diese runde ovaläre Form außen und das führt auch dazu, dass die Fältelung nicht richtig funktioniert, dass auch die Proteinfältelung nicht richtig funktioniert und dass wir dann bei zwar ausreichender Mitochondrienzahl trotzdem nicht ausreichende ATP-Bildung mitochondrialer Art finden, sondern uns wieder auf die glykolydische Art beziehen müssen. Und die Effektivität einer mitochondrialen, energetischen, mit Sauerstoff gewonnenen Energie ist deutlich effektiver als glykolytisch, wo man ja netto nur 2 ATP bekommt, wo man eben sonst mitochondrial mit 32 ATP netto rauskommt. Sie haben in der letzten Folie ja schon gesehen oder gehört, dass es die Ur-Eva gibt. Und die Ur-Eva ist sozusagen die Eva, ist unsere Referenz-Eva, auf die wir uns beziehen. Abweichungen davon kann man messen, gibt es relativ viele und auch diese Eva hatte viele Schwestern und es gibt natürlich verschiedene Erdteile, über die sie sich in irgendeiner Form verbreitet hat und worüber man eben auch sehr gut nachweisen kann, wo denn eigentlich unsere Abstammung liegt. Und die erste mitochondriale DNA war homoplastisch, das heißt in allen Zellen war sie gleich. Das ist heute übrigens theoretisch genauso, praktisch sieht es aber leider doch ein bisschen anders aus. Es ist nämlich so, dass die Eizellen ja gar nicht alle gleich aussehen und dass in einer Eizelle die 100.000 Mitochondrien auch nicht alle gleich aussehen, sodass es also schon bei der Entstehung der Eizelle und der darin befindlichen Mitochondrien es zu neuen Mutationen und Veränderungen gekommen sein kann. Außerdem ist es natürlich möglich, dass in der Phase, wo das Ei springen will, wo es sozusagen auf den Eisprung vorbereitet wird und wo die Mitochondrienanzahl nochmal vermehrt wird, auch davon abhängt, wie die Lebensweise der Mutter in diesem Moment ist und auch in den ersten Teilungen der nun verschmolzenen Ei- und Samenzelle kommt es ja noch zu identischen Vermehrung der Zellen. Das ist ja noch nicht die Aufteilung der Keimblätter da und auch dort kann es zu neuen Mutationen kommen und erst dann teilt es sich in die Keimblätter auf und dann in die verschiedenen Organsysteme. Und das bedeutet, dass wir natürlich keineswegs in allen Zellen und in allen Mitochondrien die gleiche Form der mitochondrialen DNA haben. Wir haben also eigentlich überall eine Heteroplasmie.
Trotzdem kommt eine sogenannte Homoplasmie vor und das ist bedeutsam, wenn es sich um Mitochondriopathien handelt. Und die bekannteste der Mitochondriopathien ist die Lebersche hereditäre Opticus-Neuropathie, die sogenannte LHON. Und da gibt es eben viele Schnipsel, die man sich irgendwo erwerben kann, wozu man also die Erhöhung der Wahrscheinlichkeiten haben kann. Aber es gibt eben auch die dominante Form. Und da hängt es in der Tat davon ab, ob die Erkrankung ausbricht oder nicht, wie viele Kopien dieser falschen mitochondrialen DNA mit diesem Erbfehler man hat. Und daher sieht man zum Beispiel im Zusammenhang mit Verwandten, die die gleiche Genetik haben, durchaus ganz unterschiedliche Erkrankungsverläufe. Und da ist es eben wichtig zu wissen, dass es auch möglicherweise therapeutische Konzepte gibt, die es ermöglichen, dass die Zellen erkennen, hey, ich habe hier eine fehlerhafte mitochondriale DNA, die mausere ich im Rahmen der Mitophagie vielleicht gerne mal aus und lasse die gesünderen, die diesen Fehler nicht haben, an der Vermehrung eher teilhaben. Und das hängt natürlich neben dem Einfluss von oxidativen Stress auch von dem Einfluss anderer Gifte ab, die sozusagen die Mitochondrien in der Wahrnehmung, also in der Gesundung der Mitochondrien beeinträchtigen, um genau diese sinnvolle Funktion der Mitophagie zu erfüllen. Die Mitochondrien verfügen auch über die Fähigkeit, beschädigte Mitochondrien im Sinne der Autophagie zu reduzieren. Was natürlich davon abhängt, dass man auch mal dem Körper die Chance auf Autophagie lässt. Bedeutet, dass man auch mal fastet, Intervall fastet. Damit der Körper sagt, okay, was kann ich denn jetzt hier an Material, Mobiliar nutzen, um Energie zu gewinnen. Und dann werden eben auch Zellen, die beschädigt sind, dafür genutzt. Und das ist ein therapeutischer Ansatzpunkt zum Beispiel, mit dem man Aufräummechanismen des Körpers fördern kann und das sich zumüllen, dieses Messihafte, was unter einem Dauerbeschuss von Energiezufuhr, also andauernd irgendwie essen, man ist nie wirklich nüchtern, erreichen würde. Bei dieser Common Deletion Mutation handelt es sich um eine Mutation, die ein Zeichen dafür ist, dass die Zellen einen zu hohen oxidativen Stress haben. Dafür ist es ein echter Verlaufsparameter. Und in den Blutzellen, die sich ja regelmäßig erneuern, kann ich sehr gut sehen, rückblickend über die letzte Zeit, wie viel oxidativen Stress der Patient gehabt hat und ob er oberhalb dessen, was er verknusen kann, sozusagen mit oxidativem Stress belastet war. Das ist natürlich wichtig für mein therapeutisches Konzept, inwieweit ich einen Schwerpunkt auf die Antioxidation legen muss. Und so wie diese oxidative Belastung sich in den Common Deletion Mutationen widerspiegelt, sehe ich sie natürlich auch, wenn ich in die Organe, in die Gewebe hineingucken würde. Die teilen sich natürlich seltener, haben aber natürlich trotzdem eine Vielzahl von Mitochondrien. Denken wir dabei mal an die Nervenfunktion oder auch an die Muskelfunktion. Wenn ich aber über ein ausreichend langes Zeitfenster es schaffe, diesen oxidativen Stress so weit zu reduzieren, dass wir einen gesunden Stoffwechselprozess haben, dann dürfen wir eigentlich darauf vertrauen, dass das Aufgabenbild, dass die Intelligenz der Mitochondrien auch genutzt wird, die weniger funktionsfähigen Mitochondrien auszumausen, also der Mitophagie zuzuführen. Und bei dieser Mitophagie gehen dann die fehlerhaften Mitochondrien-DNA-Stränge weg und die gesunden werden eben weiter vermehrt. Mache ich das nicht, achte ich nicht auf dieses Konzept, dann muss man sich klar machen, dass diese Common Deletion Mutation eine kleinere Ringstruktur ist als die gesunde und dass wir dadurch auch eine schnellere Vermehrungsrate haben. Das heißt, über das Zeitfenster tritt diese Mutation immer mehr auf und die Zellen, die damit behaftet sind, teilen sich auch häufiger als die gesunden, wenn ich hier nicht regulativ eingreife. Andere Mutationen im Körper sind selbstverständlich auch möglich und sind bei hohem oxidativen Stress vielleicht auch zu erwarten. Allerdings
ist es ganz genau genommen so zu sehen, dass die anderen Mutationen auch andere Ursachen haben, natürlich freie Radikale, aber eben auch Gifte und Lösungsmittel und was es da alles so gibt, Bestrahlung und dergleichen, die aber nicht unter den Begriff oxidative Belastung fallen und demzufolge nicht 1:1 vergleichbar sind mit der Häufigkeit der Common Deletion Mutation. Dennoch halte ich sie für einen ganz wesentlichen Verlaufsparameter für mein antioxidatives Therapiekonzept. Und wenn ich das Gefühl habe, dass meine oxidative Stressresilienz nicht ausreichend ist, dann habe ich ja die Möglichkeit, mit einer Wasserstoffperoxidtitrationsreihe, mit der man die Mitochondrien sozusagen ein bisschen stresst, erreichen kann und sehen kann oder auch durch das Messen der antioxidativen Kapazität und der dann tatsächlich auch tagesaktuell vorhandenen Lipidperoxidation oder auch der Zellkernschäden, also der 8-OH-Desoxyguanosin-Messung im Urin, was ja auch nur anzeigt, dass wirklich Fehler der Basenpaare in der DNA stattgefunden haben, die durch Reparaturmechanismen herausgeschnitten und dann im Urin sichtbar sind, zeigen uns ja, dass Fehler da sind. Okay, es zeigt uns auch, dass Fehler repariert werden, noch viel besser. Es zeigt uns aber auch, dass wir möglicherweise, wenn wir außerhalb der Range liegen, tatsächlich mehr Fehler haben, als gut wären. Und damit ist es für uns ein Fingerzeig, dass wir darauf achten müssen, die Belastung, die zu solchen Fehlern führt, zu reduzieren, anzupassen und therapeutisch zu nutzen. Wenn ich aber das 8-OH-Desoxyguanosin nicht finde, heißt es nicht unbedingt, dass keine Fehler da sind, sondern es kann auch bedeuten, dass die Mitochondrien einfach nicht in der Lage sind, keine Kraft haben, nicht genügend ATP haben, um diese Fehler überhaupt reparieren zu können. Und daher ist es sinnvoll, sich auch Messreihen oder Parameter zu suchen, mit denen man in Ruhe, im gewaschenen Zustand, in einer guten Nährstofflösung erfasst, wie viel mitochondriales, also energetisch mit Sauerstoff gebildetes ATP und wie viel nicht mitochondrial gebildetes ATP habe ich. Ist das ausreichend? Ist es gut oder ist es sogar zu viel? Diese Verschiebung zwischen der Homoplasmie unserer Ureva und dem, was jeder Einzelne von uns hat, das bezeichnet man, nur um mal Begrifflichkeiten zu klären, als Polymorphismus. Polymorphismen ermöglichen uns also, dass wir auch Evolution haben, dass wir uns anpassen können. Nicht alles, was sich in so einer DNA verändert, ist ja negativ, sondern manchmal haben wir auch Vorteile dadurch. So, auf diesem Schaubild sehen Sie nun, wie die mitochondriale DNA aufgeschlüsselt ist. Und wenn wir uns mal die unterschiedlichen Farben anschauen, dann sehen wir, dass die grüne Farbe den größten Platz einnimmt. Und die grüne Farbe ist sozusagen die Gensequenz, die sich mit der NADH-Dehydrogenase, also mit Komplex 1 der Atmungskette, beschäftigt. Und wenn wir den violetten Part uns anschauen, das Zytochrom B, dann haben wir den Komplex 3 der Atmungskette. Und schauen wir uns den blauen Part an, der ja noch ein bisschen größer ist als der violette, dann haben wir den Komplex 4 der Atmungskette, dort wo sozusagen die Elektronen auf den Sauerstoff übertragen werden, wo wir das Kohlendioxid haben, was ja auch eine Ansäuerung ist im Zusammenhang der oxidativen Phosphorylierung, und wir haben letztendlich das Wasser. Und durch das Abatmen des Kohlendioxids wird das Blut ja dann basischer, und wenn wir zu viel davon machen, dann haben wir diese Hyperventilationstetanie, weil der basische pH-Wert des Blutes dazu führt, dass das Kalzium in die Proteinbindung gedrückt wird. Das nur mal, um das später auch wieder herleiten zu können. Und dann haben wir noch den Komplex 5 der Atmungskette, die ATP-Synthase, hier rot dargestellt, also ziemlich klein, und von der wir ja wissen, wenn sie andersrum läuft, um auch Energie den Mitochondrien zur Verfügung zu stellen, Hydrolase heißt. Und dann gibt es noch den gelben Anteil, und der gelbe Anteil ist für die Ribosomen der Mitochondrien da, die ribosomale RNA, denn ein Großteil der Proteine baut sich das Mitochondrium selber. Und damit es weiß, wie es die Information dahin bekommt, gibt es die tRNA, hier unten noch als verbleibende Farbe übrig geblieben, und die überträgt die Information.
Dann haben wir noch weiße Bereiche, sogenannte Non-Codings. Davon weiß man noch nicht, wofür die wirklich gut sind und haben zurzeit noch keine Funktion. Sie sehen jetzt hier die klassischerweise bekannte Aneinanderreihung der Komplexe der Atmungskette und man kann eigentlich sehr gut erkennen, wie viele Genabschnitte sind davon in der mitochondrialen DNA abgelegt und wie viel in dem Zellkern. Und wie Sie bei Komplex 1 der Atmungskette, der NADH-Dehydrogenase, erkennen, sind es 7 in der mitochondrialen DNA und 35 im Zellkern. Der Zitronensäurezyklus oder auch Krebszyklus genannt, hat überhaupt keine Genabschnitte in der mitochondrialen DNA, sondern nur im Zellkern und das sind auch nur 4. Und der Komplex 3 der Atmungskette, Zytochrom B, ist mit einem Genabschnitt in der mitochondrialen DNA und mit 10 im Zellkern hinterlegt. Und der Komplex 4, die Zytochrom C-Oxidase, da wo der Sauerstoff auf die wo die Elektronen auf den Sauerstoff übertragen werden, dort haben wir 3 in der mitochondrialen DNA und 10 im Zellkern und die Synthase, Schritt 5 der Atmungskette, hat 2 in der mitochondrialen DNA und 14 im Zellkern. Über dem Komplex 2 der Atmungskette erkennen Sie die Succinate und die Fumarate. Und da geht es eben immer um NADH+ und FADH+, die auch hin und her geschaukelt werden und die eigentlichen Energieträger sind, mit denen sozusagen die Elektronen den Zugang zur Atmungskette finden, also zur oxidativen Phosphorylierung. Alle anderen Schritte der Vorbereitung bis dahin müssen vorher an anderer Stelle geleistet werden. Somit ist für uns der Zitratzyklus sozusagen die Drehtür, über die wir all das, was wir essen, also Kohlenhydrate, Fette, Aminosäuren und Alkohole, letztendlich runtergebrochen bis auf Acetyl-CoA, in die oxidative Phosphorylierung einschleusen können. Und neue Erkenntnisse sagen auch, dass wir nicht 1, 2, 3, 4, 5 einfach hintereinander haben, sondern dass es durchaus anforderungsgemäß auch zu unterschiedlichen Mehransammlungen einzelner Komplexe der Atmungskette kommen kann und dass die sich eigentlich alle irgendwie um den Zitratzyklus herum knäulen. Diese Mitochondrien bestehen aus einer Doppellipidmembran. Das bedeutet, dass sie eine hydrophobe Innenseite haben und eine hydrophile Außenseite. Mit anderen Worten, die Fettteilchen sind drin und die Wasserteilchen sind außen. Und diese Membran hat eine trennende und natürlich auch eine verbindende Funktion, indem es eben dafür da ist, dass Substanzen von außen nach innen oder auch ganz gezielt von innen nach außen kommen können. Und dafür gibt es eben angelagerte, eingelagerte und durchdringende Eiweiße und Proteine, die sozusagen als Kanäle funktionieren, als Transport- oder Tunnelkanäle. Es gibt unterschiedliche Bereiche und man spricht von peripheren, die sind halt angelagert. Man spricht lipidverankerten, die sind ziemlich tief drin, in die Doppellipidmembran auch hineingebracht. Und es gibt integrale, also tatsächlich durchdringende Proteine. Und wenn man sich in dieser Richtung mal fortbildet, dann sollte man so diese Begrifflichkeiten parat haben, weil das einfach für das Verständnis wichtig ist, um zu gucken, welche Funktion diese Proteine eigentlich wirklich haben und inwieweit Innenraum, also Matrix der Mitochondrien und Außenraum miteinander verbunden sein können. Der Vorteil dieser Doppellipidmembran ist, dass sie eine ganz ausgeprägte Elastizität hat und dass sie quasi eigentlich nicht mechanisch zu zerstören ist. Enzyme wie Lipasen können diese Enzyme, also die Doppellipidmembran, kaputt machen, auflösen und sogenannte Lösungsmittel, also es kann Alkohol sein, das kann aber auch Spüli sein und das können eben auch Spüli-Rückstände sein in unserem Geschirrspüler, auch mit dem Glanz, den wir da drauf haben wollen, der kommt ja nicht von ungefähr. All das sind Stoffe, die sich sozusagen als Film auf unser Geschirr und Besteck legen und was wir im Grunde genommen mitessen. Und wenn wir dort zu wenig nachspülen, weil wir glauben, wir haben wieder eine
Bio-Variante oder ein besonders sparsames Gerät gekauft, um nicht Wasser zu verschwenden, dann kaufen wir uns damit auch die Gefahr an, dass wir deutlich mehr Kontakt zu solchen fettlöslichen Mitteln haben. Und die beschädigen unsere Doppellipidmembran. Und das können sie nicht nur an den Mitochondrien, sondern das können sie natürlich auch am Magen-Darm-Trakt. Und das, was wir unter Durchlässigkeitssyndrom kennen, hat sicherlich zum Teil seine Ursachen auch in solchen Rückständen in dem, was wir essen. Eine Besonderheit dieser Doppellipidmembran ist, dass sie bei einer Molekülgröße von kleiner als 2,5 Mikrometer unproblematisch durchdrungen werden können. Das heißt, wenn wir uns mit dem Thema Feinstaub beschäftigen, der ja tatsächlich unter 2,5 Mikrometer ist, oder wenn wir uns mit der Thematik von Nanoteilchen beschäftigen, wie wir sie ja mittlerweile in Kosmetika, in irgendwelchen Sonnenmilchanteilen haben, wie wir sie in Putzmitteln finden, wie wir sie in Poliermitteln finden, dann ist das etwas, was frei membrangängig ist, auch über die Haut, auch über die Lunge. Das sind alles Einflussgrößen, die wir als eine ganz gefährliche, toxische Belastung, würde ich jetzt mal sagen, für unseren Körper haben. Und wenn man das aktuell mit den epidemiologischen Untersuchungen für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eben auch mit dem Verlauf von Covid-19-Erkrankungen in Beziehung setzt, dann sieht man, dass immer dort, wo die Feinstaubbelastung am größten ist, die Anzahl der Todesfälle auch am größten ist. Und viele Menschen denken immer, das kommt von den Abgasen. Ja, die haben was damit zu tun, aber der größte Teil dieser Feinstäube, die wir zum Beispiel im Straßenverkehr haben, kommt tatsächlich durch Bremsklotzabrieb und durch Reifenabrieb und sollte also nicht unterschätzt werden. Und ganz viele kommen eben auch aus Kosmetika und ich sage einfach mal aus bestimmten Ummantelungen auch von Lebensmitteln und auch von Tabletten und eben auch von Stäuben, die man auf Baustellen hat oder auch als Heimwerker hat, egal ob man jetzt mit Zement oder mit Fliesenkleber oder mit dem Titanweiß der Wandfarbe arbeitet oder irgendetwas abschmirgelt. Alle diese Dinge haben die Fähigkeit einzudringen und beschädigen unsere Mitochondrien mit. Therapeutisch heißt das, wenn ich jemanden habe, der eine mitochondriale Dysfunktion hat, dann sollte er natürlich versuchen, alle diese vermeidbaren Fremdeinflüsse so gering wie möglich zu halten. Und wenn es zum Beispiel um das Thema Sonnenschutz geht, dann kann man sich was anziehen oder man kann sich Dreck ins Gesicht schmieren, manche nennen das auch ägyptische Erde und dann hat man auch einen Sonnenschutz. Und andererseits setzt sich die Doppellipidmembran natürlich aus dem zusammen, was wir dem Körper zu essen geben. Wenn wir also sehr viel gesättigte Fettsäuren haben, die einen höheren Schmelzpunkt haben, dann haben wir natürlich auch Membranen, die quasi nicht oxidieren können, weil sie keine Doppelbindung haben, aber dafür sind sie auch weniger beweglich. Oder wir haben die einfach oder mehrfach ungesättigten essentiellen Fettsäuren, die eine hohe Beweglichkeit haben. Also stellen Sie Olivenöl in den Kühlschrank, wird es fest. Stellen Sie Leinöl in den Kühlschrank, bleibt es flüssig. Stellen Sie Algen oder Fisch in den Kühlschrank, bleibt es flüssig. Haben Sie Butter im Kühlschrank, ist sie fest. Haben Sie Kokosfett, ist es fest. Bedeutet also, dass Sie damit auch entscheiden, wie Ihre Membranen aufgebaut sind. Und über die Anzahl der mehrfach ungesättigten Fettsäuren auch, wie oxidationsgefährdet Ihre Membranen sind. Wenn Sie also hergehen und etwas ganz Gesundes tun, also sozusagen die Arachidonsäure zur Eicosapentaensäure optimieren in der Balance oder sich um den LC-Omega-3-Index kümmern oder auch die Gamma-Linolensäure deutlich erhöhen, dann müssen Sie zeitgleich unbedingt die antioxidative Kapazität erhöhen. Dann ist es
ganz wichtig, dass Sie das Vitamin E und da insbesondere die Tocotrienole und auf der anderen Seite auch das Vitamin C für ein Redox-System in einen Optimalbereich bringen, dass auch das sich immer mit einbaut in diese Membranen, damit Sie quasi so eine Art Rostschutz da reinbauen. Ansonsten kann es Ihnen passieren, dass Sie durch die Veränderung der Struktur, durch ganz viele gesunde Öle und verbesserte Flexibilität am Ende so viel, sagen wir mal, freie Radikale letztendlich haben, so viel toxische Schäden setzen, dass sie am Ende ein schlechteres Ergebnis haben, als wenn sie nichts gemacht hätten. Und bedenken Sie auch immer noch dabei, dass so ein Öl auf gar keinen Fall ranzig sein darf. Also ein Fischöl darf nicht nach Fisch riechen und ein Leinöl darf nicht bitter sein. Dann lassen Sie es aus dem Körper raus. Sie können es natürlich trotzdem essen, es wird sich im Labor auch wiederfinden. Sie werden ganz tolle Messwerte haben, aber der gewünschte therapeutische Erfolg bleibt aus. Bei diesen essentiellen Fettsäuren kommt es darauf an, dass Sie natürliche Fischöle nehmen. Wenn Sie so zum Beispiel Kapseln nehmen, die in einer Kapsel den gesamten Tagesbedarf haben, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass es sich dabei um verästerte Fettsäuren handelt. Dann sind an dem Glycerol die 3 Fettsäuren so verändert, dass sie an jedem Punkt dieser Glycerol-Bindestelle sozusagen die gewünschten gesunden EPA- und DHA-Werte haben. Diese verästerte teilsynthetische Fettsäure passt wunderbar auf den Rezeptor, auf den SOL1-Rezeptor für die Blutdruckregulation, aber die Blutdruckregulation bleibt aus. Und wenn Sie davon mehrere zu sich nehmen, verdrängen Sie damit natürlich logischerweise auch die tatsächlich natürlich belassenen und Sie haben am Ende ein schlechteres Ergebnis, als wenn Sie das gelassen hätten. Und bei allen Fischölen kommt es natürlich darauf an, dass die aufgereinigt sein müssen. Deswegen sind sie trotzdem noch natürlich aufgereinigt von toxischen Metallen und nach Möglichkeit auch von Weichmachern, Phthalaten, wie man sie als Hormondisruptoren aus dem Plastik kennt. Die Phospholipide. Wir neigen dazu, dass wir an Phospholipiden verarmen. Daher ist es wichtig, dass wir sie essen. Die kommen in Form von Lecithinen vor. Dafür haben wir das Eilecithin, Raps, Sonnenblumen, Sojalecithin als die klassischen. Das Eilecithin ist gesättigt, die anderen Lecithine sind ungesättigt. Daher benötigen wir für die Einnahme der Lecithine auch genauso wie bei den ungesättigten Fettsäuren den antioxidativen Schutz. Wir denken also erneut an Tocotrienole und Vitamin C und die Kofaktoren unserer antioxidativen Enzymsysteme. Das Cardiolipin ist eine vierkettige Fettsäure, die innerhalb der Mitochondrien an der inneren Mitochondrienmembran gebaut wird, und zwar von den Mitochondrien selbst. Es ist das einzige Phospholipid, das die Mitochondrien selber bauen können. Dafür benötigen die aber das Phosphatidylcholin und das Phosphatidylethanolamin. Und das muss in ausreichender Form über die Nahrung hinzugefügt werden. Wie ist ein Mitochondrien aufgebaut? Grundsätzlich wissen wir das alle, aber es ist wichtig, nochmal bestimmte Dinge einheitlich zu besprechen, damit es am Ende nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt. Also wir erinnern uns, das Mitochondrium ist im Grunde genommen eiförmig rund. Es gibt natürlich zum Beispiel Nebennieren so auch andere Formen, aber wir bleiben jetzt mal bei dieser hier. Und es hat eine Außenmembran und es hat da innen drin eine kleine Innenmembran und dazwischen gibt es einen Raum und das ist der Intermembranraum. Die innerste Schicht hat die Fältelung und vergrößert sozusagen wie bei einer Heizung die Oberfläche, um bei der Heizung Wärme auszutauschen und in diesem Fall Platz zu geben für eine Vielzahl von Komplexen der Atmuskette, um sozusagen die Effektivität dieses Mitochondriums zu steigern. Und bei einem hohen Leistungsanspruch sollte das Mitochondrium auch in der Lage sein, diese Fältelung noch zu steigern. Das kennen wir auch vom Darm, wo durch die Villi und Mikrovilli einfach eine Wahnsinnsoberfläche geschaffen wird, um die Resorptionsfläche zu erhöhen. Die Mitochondrien haben natürlich auch ein sogenanntes Zellinnere. Das nennen wir anders als bei der Zelle, wo wir vom Zytosol sprechen, in diesem Fall die Matrix. Und in dieser Matrix befindet sich die mitochondriale DNA. Und da befinden sich auch die Ribosomen.
mit denen dieses Mitochondrium seine eigenen Proteine, die Funktionen übernehmen, baut. Und die müssen da auch hingebracht werden. Dafür gibt es diese Transfer-RNA, die im Grunde genommen die Erbinformation der mitochondrialen DNA abliest und an diese Ribosomen bringt. Und von der Außenmembran durch den Intermembranbaum durch in diese Matrix hinein müssen die Bausteine geliefert werden, aus denen diese Proteine gebaut werden können. Und dafür gibt es die eingangs berichteten verschiedenen Proteine, die sich entweder peripher befinden oder die eben integral durchdringend sind oder die auch einfach nur lipidverankert sind und so für unterschiedliche Aufgaben dieser Zellfunktion verantwortlich sind. Da die äußere Mitochondrienmembran für nahezu alle Partikel, die kleiner 2,5 Mikrometer sind, durchgängig ist, kommen die auch ziemlich gut dahin. Nichtsdestotrotz, die innere Membran, die kardiolipinhaltige, die ist doch ziemlich dicht und macht da sozusagen eine Abtrennung und dafür bedarf es dann weiterer Enzymsysteme. Zucker zum Beispiel wäre zu groß, um einfach einzudringen. Daher muss im Zytosol der Zucker letztendlich in das Pyruvat aufgespalten werden und dieses wiederum kann in das Mitochondrium integriert werden. Bei den Fetten ist es so, dass die langkettigen Fettsäuren auch keine Chance haben reinzukommen, sondern die müssen im Zytosol in den Peroxisomen peroxidiert werden. Dabei entsteht oxidativer Stress. Und der muss neutralisiert werden über die Katalase. Und die ist induzierbar, aber auch nicht so ganz einfach, sodass wir immer schauen müssen, wenn wir hier einen hohen Fettkonsum fahren, brauchen wir auch ein relativ gut funktionierendes antioxidatives System. Wenn wir unter den Bereich von C14 gekommen sind, also nur 14 C-Atome lange Fettsäure, dann kann sie letztendlich mit Carnitin in das Mitochondrium integriert werden. Und wenn es bereits unter C9 liegt, dann bezeichnen wir es als Ketonkörper und dann kann es auch ohne die Zuhilfenahme von Carnitin der Verbrennung zugeführt werden. Das bedeutet, dass wir uns natürlich auch um das Thema Acylcarnitin, L-Carnitin, Biotin kümmern müssen und dass wir auch hier wieder die oxidative und antioxidative Balance nutzen, also auf dem Schirm haben müssen. Und zum anderen, dass wir uns auch klar machen müssen, dass sowohl das Pyruvat als auch die Fettsäuren runtergebrochen werden müssen auf Acetyl-CoA, um dann über den Citratzyklus wieder den Eingang in die mitochondriale Atmungskette zu finden. Betrachten wir die Aminosäuren, also wirklich die Aminosäuren, nicht die Proteine, nicht die Polypeptide, sondern wirklich die Aminosäuren, dann sind die tatsächlich so klein, dass sie problemlos die Mitochondrienmembran durchdringen können und dann eben auch über den Citratzyklus Zugang zur oxidativen Phosphorylierung finden. Da wir also jetzt festgestellt haben, dass Zucker und Fettsäuren unter Umständen zu groß sind, Aminosäuren aber durchaus durchdringen können, ist auch klar, dass die Zusammensetzung der Matrix eine andere ist als die des Zytosols. Da die Aminosäuren und auch Proteine natürlich unterschiedliche Größen haben, unterscheidet sich die Zusammensetzung des Zytosols, also die Zelle, in der diese Mitochondrien sind, und der Matrix, also des Innenraums der Mitochondrien, durchaus. Und die dafür notwendigen Proteine sorgen dafür, dass ein Ausgleich stattfinden kann. Über den Citratzyklus ist in jeder Zelle das Mitochondrium in der Lage, sich sowohl Eiweiße aufzubauen, als auch Fettsäuren aufzubauen, also auch Cholesterine aufzubauen und eben auch sein Phospholipid aufzubauen, aber eben nicht Zucker zu bauen. Das, Gluconeogenese, geht nur in der Leber. Schauen wir uns das Zytochrom C an, was ja auch ein Eiweiß ist, was in der Mitochondrienmembran, der inneren, eingebaut ist, das verankert ist über Proteine. Dann müssen wir uns klar machen, dass hier eine ganz wichtige Funktion für den Elektronentransport vorhanden ist. Wir müssen uns aber auch darauf schauen, was wir manchmal mit dem Einsatz von Antibiotika oder Chemotherapeutika machen,
Denn das kann dazu führen, dass diese Verankerung des Zytochrom C in der Mitochondrienmembran nicht mehr gegeben ist, dass das Zytochrom C das Mitochondrium verlässt, sozusagen in das Zytosol entlassen wird und dann dort den Zelltod auslöst, die Apoptose. Das ist mitunter gewollt, ja, das ist aber mitunter auch überhaupt nicht gewollt. Und daher ist es hier nochmal als Aufruf auch an Sie gedacht, dass Sie sich, bevor Sie diese Substanzen einsetzen, nochmal kurz die Packungsbeilage rauskramen und suchen, ist das okay oder habe ich ein alternatives Produkt, was habe ich an positiven und negativen Wirkungen bei diesem Medikament und bei meinen Mitochondrien zu erwarten. Bei der Glykolyse sprechen wir manchmal von einer aeroben und dann auch wieder von einer anaeroben Glykolyse. Ja, was denn nun? Glykolyse ist immer ohne Sauerstoff, also anaerob. Und findet aber dennoch auch in Anwesenheit von Sauerstoff statt. Bringt uns aber jetzt hier nicht weiter. Sondern die Unterscheidung zwischen aerob und anaerober Glykolyse liegt darin, ob am Ende aus dem Pyruvat, was ja letztendlich durch den Abbau von Glucose entsteht, nämlich gleich 2 Pyruvat, über den Citratzyklus in die Atmungskette eingeschleust werden, dann ist es eine aerobe Glykolyse, oder ob sie am Ende in Laktat, also in Milchsäure, enden, dann ist es die anaerobe Glykolyse und führt letztendlich dazu, dass der extrazelluläre Raum, denn dort wird das Zeug hintransportiert, angesäuert wird. Das bedeutet, Glykolyse führt zu einer Ansäuerung des Extrazellulärraums, was man zum Beispiel im bioenergetischen Gesundheitsindex auch messen kann, wenn man unterscheidet zwischen energetischer, also mit Sauerstoff, und glykolytisch ohne Sauerstoff gewonnener Energiegewinnung unterscheidet. Betrachten wir die Aminosäuren, die letztendlich über den Citratzyklus eingeschleust werden, können wir eben sehen, auch nochmal Bezug genommen auf den Zucker, dass die Glucose über Phosphoenolpyruvat, den Pyruvat und dann Acetyl-CoA den Eingang findet. Das ist aber auch genau der Weg für die Pyruvatbildung aus Alanin, Glycin, Threonin, Cystein, Serin und Tryptophan. Oder man kann eben auch direkt in Acetyl-CoA umwandeln, das Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin, Threonin, Isoleucin, Lysin und Leucin. Und man kann über Arginin, Prolin, Histidin, Glutamin, Glutamate bilden, die dann auch in Alpha-Glutarat verwandelt werden können und dort mit den direkten Einstieg in den Citratzyklus finden. Und aus Threonin, Methionin, Isoleucin und Valin kann auch Succinyl-CoA gebildet werden. Nehmen wir Tyrosin, Phenyl, Analin und Aspartat, können wir Fumarate bilden und wir können eben auch aus Aspartaten und Asparagin letztendlich wieder Oxalacetat bilden oder auch Pyruvat über diese Schiene machen oder sogar Phosphoenolpyruvat, um dann letztendlich auch in die Richtung Gluconeogenese zu gehen. Schauen wir uns die Farben an, haben wir die roten als Glukogene, die grünen als Ketogene und die violetten, die eben beides können, sowohl für die Zuckerneubildung als auch für die Ketonkörperbildung geeignet sind. Mitochondrien können nicht nur Energie erzeugen, Mitochondrien können auch Energie verbrauchen. Das bedeutet, dass die ATP-Synthase nicht nur linksrum, sondern auch rechtsrum laufen kann. Und je nachdem, wie die sich dreht, kann sie Protonen oben reinschleusen und unten ADP, ATP bilden und aktivieren und damit sozusagen die Phosphatgruppe andocken, also die Energie dort fixieren mit einer Halbwertszeit von 5 Sekunden. Oder sie kann auch ATP andersrum drehen und daraus Energie gewinnen für den mitochondrialen Zellprozess. Daher nennt man die ATP-Synthase, wenn sie andersrum läuft, Hydrolase. In Momenten extremen Energiebedarfs und auch der Gefahr der Übersäuerung einer Zelle muss dieses Energiesystem auch noch irgendein Notlaufprogramm haben, um sozusagen vielleicht einen Bruchteil länger eine Krisensituation überstehen zu können. Und dieses wird im Bereich des Sports durch das Essen von Kreatin
versucht zu erreichen. Und dieses Kreatin ist eine anaerobe, pH-neutrale Energiegewinnung. Das Kreatinphosphat kann nämlich auf das Adenosin-Diphosphat übertragen werden zu ATP, ohne dass es dabei zu einer Milchsäurebildung kommt, also ohne dass der pH-Wert sich in Richtung sauer verändern kann. Damit aber die Mitochondrien überhaupt funktionieren können, brauchen sie auch immer eine Art Startenergie. Also es muss ATP vorhanden sein, damit die Regulierung des Membranpotenzials überhaupt funktioniert. Dafür gibt es ATP-abhängige Pumpensysteme und wenn kein ATP da ist, um diesen Pumpmechanismus zu bewerkstelligen, dann bricht im Grunde genommen dieser Ionengradient und dieses Zellmembranpotenzial zusammen. Und daher ist Kreatin für solche Krisensituationen sowohl in den Spermien als auch in den Nervenzellen als auch in den Herz- und Muskelzellen von immanenter Bedeutung. Zusammenfassend möchte ich anhand dieses Pyramidensystems, was im Grunde genommen alle Funktionen der mitochondrialen Aufgabenstellung repräsentiert, mal so ein bisschen aufzeigen, was Mitochondrien eigentlich alles so auf dem Schirm haben. Also wir haben in der Mitte rot dargestellt das OXPHOS-System und wir haben daneben dann etwas, was mit Hormonregulation, was mit retrogradem Signalbildung des Redoxsystems zu tun hat. Wir regulieren, wie etwas genetisch abgelesen wird. Wir regulieren über Fusion and Fission, inwieweit die Qualität der Mitochondrienleistung reguliert wird, dass also kranke Mitochondrien ausgemausert werden. Wir müssen natürlich auch wissen, wenn das nicht funktioniert, dass sich die Deletionsmutanten leider schneller und häufiger teilen als die gesunden Mitochondrien. Wir sehen dann in dem violetten Anteil, dass es auch um die Zellalterung geht, die Seneszenz, die wir natürlich auch als Immunseneszenz kennen und was auch erklärt, warum ältere Menschen bei Covid-19 zum Beispiel gefährdeter sind als junge, wo andere Dinge besser funktionieren. Dann geht es natürlich um die Entwicklung der Epigenetik. Das heißt, wenn es zu irgendwelchen Methylierungen, Acetylierungen kommt, die dazu führen, dass bestimmte Genabschnitte nicht richtig abgelesen werden können, dann müssen auch die erkannt werden nach Möglichkeit, müssen wieder aufgeschlüsselt werden, damit man eben das optimale Stoffwechselprogramm abrufen kann, um der Situation gewachsen zu sein oder andersherum, um zu überleben, dann einfach die Leistung so weit runterfahren, alle Nebenverbrauchsaggregate ausschalten, um die Zentralfunktionen aufrechtzuerhalten und am Ende der Krise dann wieder langsam wachsen zu können. Und wir haben die spezialisierte Differenzierung dabei, sodass man eben auch wirklich guckt, wie kann ich insbesondere in D-Zellen, die ja auch einen Zellkern haben, darauf Zugriff nehmen, um dann eben auch zu unterstützen, dass die Zelle in ihre differenzierte Funktion auch wirklich eingeschleust wird. Und es geht natürlich auch um die Neubildung von Blutgefäßen, die Angiogenesis. Und die ist natürlich notwendig, damit die Zelle gut fair und auch entsorgt werden kann. Und hat aber natürlich im schlimmsten Fall auch etwas zu tun mit Bluthochdruck oder mit Mikrodurchblutungsstörung oder bezogen auf die Thrombozyten, wenn die oxidativen Stress haben, dass ihre Andockmoleküle ausfahren, dass die klettenartig unterwegs sind, dass sie eine Thrombozytenaggregationsfähigkeit steigern und damit im Umkehrschluss eben auch negative Folgen haben können. Thrombozyten gehören übrigens neben Nervenzellen zu den Zellen, die den höchsten Energiebedarf überhaupt haben und über keinen Zellkern verfügen und den gleichen Stoffwechsel, also Brennstoffprofil verfolgen wie Nervenzellen, sodass man über die Analyse des Brennstoffprofils der Thrombozyten schon mal sehen kann, wie die Nervenzellen wahrscheinlich drauf sind und inwieweit deren Komplexe der Atmungskette eingeschränkt sind hinsichtlich der Nutzung von Zucker, Aminosäuren oder Fettsäuren. Ja, wenn wir dann den blauen Part uns angucken, dann haben wir die Protein-3D-Struktur. Das bedeutet, wir haben ja vorhin gehört,
Einmal müssen wir Disulfidbrücken bilden, das ist hauptsächlich für so eine Proteinstruktur da, aber letztendlich ist ja auch in jeder Zelle, und Proteine sind ja Teil dieser Zellen und dieser Membranen, eben ja auch Filamente vorhanden, die diese Struktur steuern und die auch mit daran beteiligt sind, dass Proteine sich öffnen oder schließen und eben überstanden sind. Dann eben auch funktionieren. Und wir haben die mitochondriale DNA, die repariert werden muss oder die eben auch über Tunnelproteine gesunde Informationen ausgetauscht werden in andere Zellen oder wo eben Transfer-RNA gesendet wird, damit eben Ribosomen auch anderer Zellen dazulernen. Das sind Dinge, die man ja auch von Bakterien kennt, wenn sie zum Beispiel Resistenzgenschnipsel transportieren, damit die Nachbarn auch das Antibiotikum durchleiten oder abbauen können. So intelligent sind Mitochondrien durchaus auch und ermöglichen uns wirklich auch unter wirklich manchmal ganz schlimmen Lebensbedingungen zu überlegen, wenn man nur mal an die Geschichte aus Kriegsländern denkt, aus mangelernährten Bereichen denkt, wo es ganz schlechte Hygieneprobleme gibt, wo die Menschen natürlich trotzdem zum Großteil dennoch überleben. Man sich manchmal fragt, wie geht das eigentlich? Und im Umkehrschluss uns dann anschauen, hier sitzen Leute vor uns, die sich schon sehr viel mit Gesundheit beschäftigen, die auf gesunde Ernährung achten, die zum Teil über also Verzehrprotokolle ausgewertet, sogar mehr zu sich nehmen, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt und trotzdem irgendwelche Mängel haben und dann über Funktionseinschränkungen klagen oder auch chronisch degenerative Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen berichten und vor uns sitzen, die ja auch alle mitochondrial gesteuert und beeinflusst werden, zeigt uns die Bandbreite auf, innerhalb derer Mitochondrien in der Lage sind, ein Überleben zu sichern und auf welchen verschiedenen Niveaus man eben auch Medizin betreiben kann. Auf der einen Seite das blanke Überleben und auf der anderen Seite wirklich nochmal gucken, welche Funktionsreserven sind eigentlich da und wo kann ich auch hier nochmal was rauskitzeln. Es setzt die Zusammensetzung der Fettstrukturen, es ist für die Ultrastruktur der Christi, also letztendlich der Fältelung mit da, es ist für Modifikationen, nachdem die Erbinformation schon abgelesen ist, da. Es hat mit dem Metabolom zu tun, inwieweit also tatsächlich auch Energie gewonnen wird oder ob ein Protonenleck auftaucht oder ob Uncoupling-Proteine aktiviert werden und wir die Energie theoretisch nur in Hitze umsetzen. Es gibt ja Menschen, die essen 3.000, 4.000, 5.000 Kilokalorien am Tag und sind gärtenschlank und andere essen nur 800 Kilokalorien und werden dick oder haben auch das Problem, trotz allem irgendwo zu frieren, weil sie einfach gar nicht genügend Wärme produzieren können. Das sind Dinge, die auch mitochondrial geregelt werden. Und es regelt natürlich auch die Zusammensetzung der Proteome, also der Zusammensetzung der zur Verfügung stehenden Enzyme und Eiweißmoleküle. Wenn man besondere Fragestellungen an die Mitochondrien hat, dann gibt es eine Auflistung, ob man sich die PBMC oder eher die Thrombozyten oder eher die Monozyten oder eher die CD8-T-Zellen anschauen mag. Und da geht es einmal um die Fragestellung der neurodegenerativen Erkrankungen, des metabolischen Syndroms, Krebs, Immuntherapie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Ermüdungs- und Alterserscheinungen, Regeneration der Stammzellen und auch Autoimmunerkrankungen. Und diese Fragestellungen werden zu unterschiedlichen Anteilen von diesen unterschiedlichen Zelltypen beeinflusst. Und wenn man die PBMC nimmt und die Thrombozyten nimmt, dann deckt man das meiste davon ab. Wenn man sich die CD8-Zellen rausnimmt, dann geht es hauptsächlich um die Wirkung gegen Krebs und gegen Virusinfektionen. Und die Monozyten, da ist es eher so das Thema, wie ist es mit der Verdauung und wie ist es mit der Regeneration der Stammzellen. Und das sind alles verschiedene Mitochondrienprofile, die man sich erarbeiten kann. Und in dem nächsten Vortrag beschäftigen wir uns dann mal mit dem bioenergetischen Gesundheitsindex der PBMC.
vielleicht auch mit dem Brennstoffprofil dazu. Aber die Auswertung des bioenergetischen Gesundheitsindex und des Brennstoffprofils der PBMC gibt uns dann Erkenntnisse darüber, mit wie viel Sauerstoff diese Mitochondrien unter maximaler Energieanforderung überhaupt arbeiten, bei unbegrenzt vorhandenem Sauerstoff. Wir können das vergleichen mit dem, was der Referenzpatient eigentlich macht. Wir können im Brennstoffprofil unter der Bevorzugung verschiedener Brennstoffe ableiten, ob es irgendwelche Autoimmunerkrankungen, chronischen Entzündlichkeiten, Aktivierung von Memory-Zellen gibt und können damit im Grunde genommen auch schon ein bisschen den Fingerzeig dafür bekommen, wonach wir gucken müssen an Mikronährstoffen und an Kofaktoren mitochondrial oder eben auch auf die Suche gehen nach chronischen, unter Umständen subklinischen Infektionen, die noch nicht... Ja, das war jetzt, denke ich, ruhig, leise, langsam zum Mitdenken. Die Folien sind so, dass Sie eine ganze Reihe auch mitlesen können, auch nachlesen können, aufgebaut. Und ich freue mich darauf, wenn Sie beim nächsten Mal dann wieder dabei sind und wir uns diese Mitochondrienprofile dann mal im Detail anschauen und dabei so ein bisschen auch wieder zurückgreifen auf die Grundlagen, die ich Ihnen heute vorgetragen habe. Also, bis zum nächsten Mal. Ihr Dr. Wiechert.